Im deutschen Wald stand lange vor allem eine Baumart, die Fichte. Sie wächst schnell, liefert wichtiges Bauholz und wird auch als Brotbaum der Forstwirtschaft bezeichnet. Die letzte Bundeswaldinventur aus dem Jahr 2012 hat ihren Flächenanteil noch auf über 25% geschätzt. Sie war damit die häufigste Baumart in Deutschland. Die Fichte ist eine Art der borealen Wälder und würde bei uns natürlich nur in kühlen und feuchten Lagen der Hoch- und Mittelgebirge vorkommen. Tatsächlich finden wir Fichten oft in Monokulturen, aber auch in viel tieferen Lagen. Vor allem dort, wo die Fichte schlecht an den Standort angepasst ist, sterben die Bäume und hinterlassen karge Landschaften. Mein Name ist Lutz Fährmann. Ich bin Forstwissenschaftler und Waldökologe an der Uni Göttingen. Und ich nehme euch mit auf eine kleine Harzreise in mehreren Etappen, um zu verstehen, warum hier eigentlich so viele tote Fichten rumstehen. Der Harz liegt im Länderdreieck von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Er ist ein sehr altes Mittelgebirge und der einzige Höhenzug im norddeutschen Tiefland. Raues Klima, dunkler Fichtenwald und sagenumwobene Wildnis. All das zeichnet den Harz aus. Geheimnisvolle Mythen und Sagen ranken sich um das Gebirge. Für Wanderliebhaber und Abenteuerlustige ist der Harz ein spannender Erlebnisort. Neben der schönen Natur mit Felsenklippen und Wasserfällen gibt es zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote. Abfahrtzeit ist 13:58 Uhr. In beide Züge bitte einsteigen, die Bühnen schließen sofort bei der Ausfahrt der Züge. Ausgelöst durch die Folgen des Klimawandels befindet sich der Wald in einem dramatischen Wandel und ist dadurch auch wieder vermehrt im gesellschaftlichen Interesse. Die Medien greifen das Thema Waldsterben 2.0 auf und es kommt vermehrt die Frage auf, wie unsere Wälder resilienter und stabiler gemacht werden können. Die Bilder vom Harz im derzeitigen Zustand, die kennen wir aus den Medien. Wenn man sich hier im Hintergrund umguckt, es sieht etwas apokalyptisch aus auf den ersten Blick. Und das ist natürlich der Blick, den der Harztourist hat, wenn er hier durchfährt und soweit das Auge reicht, eigentlich nur tote Fichten sieht und denkt, jetzt stirbt der ganze Wald. Das ist natürlich nicht ganz so und der Waldökologe oder auch der Forstwissenschaftler sieht das etwas anders, weil eben das, was wir hier im Hintergrund absterben sehen, auch zu großen Teil Fichtenbestände sind, die hier eigentlich nicht hingehören, zumindest nicht in Monokulturen. Was dann auch noch dazu kommt, ist, dass sie in den meisten Fällen gleichaltrig waren, also zur Holzproduktion möglichst einfach bewirtschaftet wurden, relativ strukturarm und das führt dazu, dass alle Fichten irgendwann das gleiche Alter haben und alle potenzielle Nahrung für den Borkenkäfer sind. Mit der Situation im Harz wird unterschiedlich umgegangen. Auf der einen Seite gibt es den Nationalpark, der die Natur weitgehend sich selbst überlässt. Die Forstämter wiederum setzen auf aktive Maßnahmen zum Erhalt und zur wirtschaftlichen Nutzung des Waldes. Natur, Natur sein lassen. Das ist das Motto des Nationalpark Harz. Der Nationalpark wurde 1990 gegründet und später zum ersten länderübergreifenden Nationalpark erweitert. Mit einer Fläche von 25.000 Hektar nimmt er etwa 10% der Gesamtfläche des Harz ein. Der Waldwandel und der Zusammenbruch der großflächigen Fichtenmonokulturen kommt dem Nationalpark nicht ungelegen. Das wird hier als Zeichen des Wandels zur Wildnis gedeutet. Und natürlich ist das ein spannendes Konzept und gleichzeitig ein riesiges Freilandexperiment, aus dem man sehr viel lernen kann. Ich bin jetzt hier im Nationalpark Harz auf dem Waldwandelweg und hier sieht man, was nach der Katastrophe passiert. Hier hat man eben schon etwas früher angefangen, vor 30 Jahren circa die Bewirtschaftung eingestellt
Und der alte zusammengebrochene Wald wird jetzt langsam durch die Naturverjüngung hier überwachsen. Wir sehen hier Fichtenwald in unterschiedlichen Größen. Und ich versuche jetzt mal beim Nationalpark jemanden zu finden, mit dem ich die Lage hier mal ein bisschen genauer erörtern kann. Dafür mache ich mich auf den Weg zum Nationalpark Besucherzentrum Torfhaus. Sie sind hier beschäftigt im Nationalparkhaus, arbeiten für den BUND, Biologe vom Hintergrund her und haben hier das Erbe übernommen oder beziehungsweise die große Chance übernommen, hier den Nationalpark mitzuentwickeln. Wenn wir jetzt hier so durchfahren, wir sind hier eben mit dem Auto hochgefahren oder hier aus dem Fenster gucken, das sind apokalyptische Bilder und in den Köpfen setzt sich bei vielen Leuten fest, oh Gott, der Wald stirbt. Was sagen Sie den Leuten? Also wir sagen eben, der Wald stirbt nicht, es sterben einzelne Bäume und das sind im Moment tatsächlich auch sehr viele Bäume, aber es geht ja im Wesentlichen um die Fichte, weil eben nur die von diesem Borkenkäfer, von dem Buchdrucker betroffen ist und weil Sie sagen apokalyptisch, da sage ich also immer auf dem Rückweg, wenn Sie nochmal genau schauen, zählen Sie mal alle grünen Bäume, die Sie sehen und dann wird man den Unterschied zur Apokalypse sehen, denn es ist ja auch jetzt schon ganz viel dynamische Entwicklung da, dass eben die neue Waldgeneration schon nachwächst und einfach ein Wandel stattfindet des Waldes. Jetzt übernehmen Sie aber ein schweres Erbe, sage ich mal, wenn man sagt, Natur, Natur sein lassen. Es war ja hier keine Natur, sondern hier waren über hunderte von Jahren Fichtenwirtschaft. Die Fichte konnte hier eigentlich, weil sie hier eben nicht angepasst ist, nur gehalten werden durch sehr aktives Bewirtschaften, Eingreifen. Das heißt, wir kommen ja nicht von Natur und gehen zur Natur, sondern wir kommen aus einem sehr unnatürlichen System und hoffen, dass sich daraus was Natürliches entwickelt. Wie lange müssen wir warten, bis wir das sehen? Also das Tolle ist ja, dass diese naturdynamische Entwicklung sofort losgeht. Das heißt, selbst die Flächen, die gerade 2018, 19, 20 abgestorben sind, da sehe ich jetzt schon die nächste Baumgeneration. Natürlich erstmal die Pionierwaldarten, Birke, Eberesche, Weide, natürlich die jungen Fichten, klar, natürlich macht die Fichte auch viel Naturverjüngung. Und wir haben ja auch Flächen, wo genau die gleichen Prozesse in kleineren Maße vor 10, vor 20, 30 Jahren stattgefunden haben. Ja. Und da können wir das schon sehr genau sehen. Ich kann das hier mal auf dem Bild zum Beispiel zeigen. Haben wir hier als Beispiel mal Ilsenburg, was eben am Harzrand ist, wo man auch diese Laubholzentwicklung sieht. Oder hier vom Huhnekamm. Natürlich läuft es dann auch wieder hin zu einem Fichtenwald, aber es ist eben ein reicher, strukturierter Wald, der eben nicht so einförmig ist. Und da sehen wir eben nach 10, 15, 20 Jahren doch schon eine sehr schnelle Entwicklung, dass es zumindest losgeht mit dem Wald und dass wir eben nicht sagen, der Wald stirbt, sondern der Wald wandelt sich einfach extrem stark. Und durch die längere Periode der natürlichen Regeneration haben Sie eben auch diese horizontale Struktur später drin. Jetzt haben die Förster aus ihrer Erfahrung heraus oft die Meinung, wenn da jetzt über mehrere Generationen Fichte gestanden hat, dann ist das, was wir im Augenblick sehen, zwar also die Pionierarten, die jetzt aufkommen, dadurch begünstigt, dass hier gerade viel Licht ist. Viele von denen würden aber wahrscheinlich sagen, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Die Fichte ist einfach so konkurrenzstark, dass sie das alles wieder plattwachsen wird und dass in 80 Jahren vielleicht hier wieder Fichtenwald steht. Würden Sie darauf wetten, dass das wirklich ein Mischwald wird oder müssen wir da vielleicht noch mal 2 Generationen weiter denken, bis es dahin kommt? Also sind ja wieder diese 2 Zonen. Also in den Bereichen, wo wir wirklich sagen, es muss deutlich erhöhter Laubholzanteil sein, da wird ja angepflanzt, genau aus dem Grund, damit eben die Laubbaumarten und auch eben Buche und so weiter eine bessere Chance haben. Und jetzt hier stehen wir ja in Torfhaus, hier ist eben die Fichtenwaldzone und da gehört die Fichte hin, auch als dominierende Baumart.
Wir gehen aber schon davon aus, dass eben die Struktur des Waldes anders ist und dass immer entsprechend Bereiche bleiben, wo dann die Laubbäume auch mit dabei sind. Auch gerade der Bergahorn dann als Waldbaumart gehört ja dann auch viel stärker mit dazu. Der ist natürlich auch damals in den intensiv genutzten Forstwäldern dann auch sozusagen unterdrückt worden. Ne? Und insofern heißt ja hier in den Lagen Mischwald, ich habe einen Wald, der auch zu 80% oder so etwas aus Fichte besteht und daneben aber dann trotzdem die anderen Arten. Genau. Als man irgendwann mal die Entscheidung getroffen hat, wir lassen das jetzt mal so, wie es ist, da hat natürlich den Förstern das Herz geblutet, weil die diese ganzen Werte gesehen haben, die man da bewusst hat stehen lassen. Wenn wir das jetzt heutzutage vergleichen mit den umliegenden Forstämtern, da wurde lange Zeit immer noch versucht aufzuräumen. Dass man gegen den Borkenkäfer nicht mehr ankam, das war irgendwann klar, dass die Fichte hier Geschichte ist. Die haben jetzt enorme Probleme, das aufzuforsten, also Pflanzungen da anzulegen. Jetzt sehen wir im Nationalpark diesen wahnsinnigen positiven Effekt des ganzen Totholzes, was da liegt und diese Verjüngung begünstigt. Also Ihr Tipp an die Nachbarn im Forstamt wäre, tatsächlich viel mehr auf die Naturverjüngung zu setzen und auch mehr von dem Totholz stehen zu lassen. Das ist natürlich immer eine wirtschaftliche Entscheidung, das ist mir auch klar, weil man ja das frische Totholz durchaus verkaufen kann, nutzen kann. Aber auf der anderen Seite hat man dann eben das Problem, ich habe eine Freifläche, die auch im Sommer sehr stark aufheizt, im Winter sehr stark auskühlt, eisige Winde gehen darüber. Das heißt, auch der nachwachsende Wald hat da ja durchaus dann seine Probleme. Und da kann das eine große Hilfe sein, wenn man eben mehr Totholz stehen lässt, zumindest auf einem Teil der Flächen, wo sich die Natur auch besser erholen kann. Ja. Das hat man ja auch gesehen, zum Beispiel bei diesem starken Sturm Lothar, der in Süddeutschland gewütet hat und wo die Landesforsten dort dann irgendwann entschieden haben, es wäre ein derartiger Aufwand, das alles selber aufzuarbeiten, dass man es auch dann liegen lässt. Das Totholz ist gleichzeitig ein Verbissschutz, dass überhaupt erstmal Bäume aufwachsen können und man kann dann später beim Durchläutern dann ja entscheiden, welche Bäume sollen groß werden und was wird später dann mal das Nutzholz werden. Und dann spart man ja am Anfang sehr viel Geld auch. Der Borkenkäfer hat mal wieder alles auf Null gesetzt, mehr oder weniger. Ihnen hat das im Grunde genommen auch ein bisschen in die Hände gespielt, vermute ich mal, weil das auch eine Chance ist. Ne? Genau, also wir hatten ja hier im Nationalpark schon länger Flächen, die immer wieder auch mal abgestorben sind. Das war eher kleinräumig und da fand dann immer wieder die Diskussion statt, ob jetzt der Nationalpark den Borkenkäfer züchtet und dass dann die Forstwälder davon befallen werden. Und wir wissen aber jetzt aus den letzten Jahren, dass diese dynamische Entwicklung so schnell geht und aus den Flächen selber kommt. Und der Borkenkäfer ist eben überall dort, wo ein Fichtenwald ist, vorhanden. Und wenn er die Chance kriegt, dann nutzt er die auch. Und insofern sind wir da sozusagen jetzt ein bisschen aus der Schusslinie gekommen. Ja. Und die Forstwälder, die müssen eben jetzt gucken, wie sie in Zukunft dann wirtschaften und die Waldentwicklung hoffentlich so gestalten können, dass diese Massenabsterben der Bäume nicht mehr passiert. Jetzt ist im Augenblick die Situation so, dass dieses stehende Totholz da in der Landschaft steht. Geschätzte 400 Kubikmeter pro Hektar an trockenen Bäumen. Wenn man jetzt das Ganze zusammensieht mit den Trockenperioden, dem Klimawandel, wie sieht das mit der Waldbrandgefahr aus im Augenblick im Harz? Also die Gefahr ist natürlich grundsätzlich da und immer wenn Trockenperioden da sind, muss man da natürlich darauf Acht geben. Was aber ja ein Trugschluss ist, dass man denkt, das Totholz ist nun das, was am allerbesten brennt. Das ist gar nicht unbedingt der Fall, sondern ein Faktor, der es eben auch die Gefahr von Waldbrand sehr erhöht, ist eben das Harz, was in den Bäumen ist. Ja. Wenn es dann heiß wird, verdunstet ja sogar ein Teil, dann hat man praktisch das Harz als Gas in der Luft und wenn sich das entzündet, das brennt wirklich wie Zunder. Das ist ja das, was man in den nordostdeutschen Wäldern dann teilweise im Sommer hat, diese Kiefernforste. Während jetzt hier gerade dieses tote Holz, da ist dann kein Harz mehr drin und wenn es anfängt zu vermodern, dann kann es auch sehr, sehr gut die Feuchtigkeit speichern. Das war zum Beispiel ganz spannend, wenn man in diesem August 2018, als es so wahnsinnig trocken war, wenn man dann mal so ein bisschen in diesem Moderholz gewühlt hat, mal geguckt hat, was ist da überhaupt drin, dieses speichert unheimlich gut die Feuchtigkeit sogar. Na gut, dann ganz herzlichen Dank für die Auskünfte, super spannend. Ja, ich danke auch für das Gespräch. Und viel Erfolg. Dankeschön. Um den Nationalpark drumherum weht ein anderer Wind und es gibt andere Maßgaben.
Hier sitzen die Forstämter und ihre Aufgabe ist es, nachhaltig produziertes Holz zu liefern. Was muss heute getan werden, um in 100 Jahren unter noch viel extremeren Bedingungen noch funktionierende Wälder zu haben? Das ist nicht einfach und gleichzeitig eine sehr hohe Verantwortung. Ich habe mich ins Forstamt Riefensberg begeben, um mir das mal genauer anzusehen. Ja, das Ganze ist nicht billig, wenn man hier drüber läuft über die Fläche. Also die Pflanzdichte ist schon enorm in den Reihen, zwischen den Reihen etwas mehr. Und hier sehen wir auch schon, dass die natürliche Verjüngung hier natürlich auch ankommt. Wir haben hier Ebereschen in nicht unerheblicher Dichte, die sich hier eigentlich ganz gut etabliert haben schon. Jetzt fragt sich der forstliche Laie, warum muss ich die Buchen pflanzen? Und das hier kommt von ganz alleine. Kann ich nicht einfach alles Natur, Natur sein lassen? Ja, im Prinzip schon, aber vor 1000 Jahren natürlich war das mal ein Buchenwald. Und diese beiden hier, die Eberesche und die Buche, die haben natürlich eine ganz andere Strategie, sich zu verbreiten. Die Eberesche hier, die wird von den Vögeln verbreitet, vollflächig. Wenn die hier drüber fliegen, verbreiten die das relativ schnell. Die Buche, die ist ziemlich langsam. Da fallen die Bucheckern auf die Erde und die bewegt sich vielleicht in 1000 Jahren einige 100 Meter vorwärts, Generation pro Generation. Und schon mal gar nicht kann sie den Harz hochklettern. Das heißt, wenn wir zurück wollen zu einer natürlichen Waldgesellschaft, dann bleibt nichts anderes übrig, als einige Pflanzen hierher auch wieder zurückzubringen. Denn die kommen nicht von alleine. Und das gilt im Übrigen auch für den Nationalpark. Auch da wird die Buche nicht von alleine kommen. Und auch da werden ja solche Ergänzungspflanzungen gemacht. Ja, hier im Hintergrund sieht man das nochmal ganz toll. Hier haben wir auch Pflanzungen, die sind aber schon ein bisschen älter. Das sind Pflanzungen, die sicherlich mehr als 20 Jahre alt sind und die unter einem Fichtenschirm angebaut wurden, als Voranbauten, Buchen in diesem Fall. Und das sind heute natürlich die grünen Inseln, die übergeblieben sind. Jetzt, wo der Altbestand zusammengebrochen ist, stechen die natürlich hervor. Und natürlich sind die Förster heute, die diese Forstbetriebe übernehmen, der Generationswechsel findet auch statt, heilfroh, dass man damals schon weit vorausgedacht hat. Denn solche Maßnahmen hat man bereits Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts angefangen. Und das ist natürlich viel wert heute, jetzt wo alles auf einmal zusammengebrochen ist. Und das zieht sich hier durch die ganze Landschaft. Wenn man seinen Blick hier schweifen lässt, dann hat man überall diese grünen Inseln, die hier stehen. Natürlich ist auch noch genug Fläche übergeblieben. Es ist nicht so, dass man sich jetzt um nichts kümmern muss. Es ist natürlich auch noch viel, viel Fläche drumherum, auf der bisher noch nichts passiert ist, weil die Fichtenbestände noch zu jung waren, um darunter eine Verjüngung anzubauen. Man hatte etwas langfristiger gedacht. Waldwandel ist nichts, was man in 50, 100 Jahren umsetzen kann, sondern da war natürlich eine viel längere Perspektive drin. Der Wald, den wir heute sehen, ist Ergebnis einer jahrhundertelangen Entwicklung und wechselnder gesellschaftlicher Ansprüche an den Wald. Wald kann man nicht mal eben auf die Schnelle umbauen. Das dauert einfach enorm lange. Aber wie ist das im Harz gelaufen? Und warum ist jetzt so viel Fläche auf einmal betroffen? Ich spreche hierzu mit jemandem, der diese Geschichte sehr genau kennt. Michael Rudolph ist der Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten und ich habe mich mit ihm im Forstamt Clausthal verabredet. Als Pressesprecher hat man natürlich gerade besonders viel zu tun. Also die Medienaufmerksamkeit ist ganz stark hier auf den Harz fokussiert. Wir erinnern uns noch an die 80er Jahre, da ging das Thema Waldsterben so durch die Medien. Das hier ist jetzt das Waldsterben 2.0 in etwa. Ne? Und wir stehen jetzt hier auf so einer Fläche, die es natürlich auch ganz hart getroffen hat. Was mich noch mal interessieren würde, ist die Nachkriegszeit. Und vielleicht, um das mal an den Begriff festzumachen, was sind Engländerbestände? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, Engländerbestände, Engländerhiebe, so nennen wir Forstleute das, ist ein feststehender Begriff. Der kommt daher, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dieser westliche niedersächsische Teil des Harzes britische Besatzungszone war. Und Deutschland hatte
Reparationen zu zahlen, sprich Kriegsschulden in Form von Rohstoffen. Und das war hier natürlich der Rohstoff Holz. Also die englische Besatzungsmacht hat regelrechte Einschlagskolonnen losgeschickt und an den strategisch gut zu erreichenden Stellen die alten, vorratsreichen Fichtenwälder ernten lassen, um den Rohstoff Holz für Wiederaufbau, für Bergbau, für Grubentätigkeit, aber auch für Brennholz zu nutzen, wurde ein Teil des Holzes exportiert. Und das nennt man die sogenannten Engländerhiebe. Die haben wahrscheinlich nicht groß auf naturschutzfachliche, waldbauliche Fragen geachtet. Die haben mitgenommen, was man einfach kriegen konnte. Und das führte dann in der Folge dazu, dass wir großflächig gleichaltrige Bestände hatten. Ne? Klar, die sind nach rein operationalen, strategischen Überlegungen gegangen, was ist gut erreichbar, wo ist dickes Holz auf Fläche vorhanden, wie kriege ich das Holz hier weg. Das war eben in den Plateaulagen, rund hier um Clausthal-Zellerfeld, um Altenau, Andreasberg. Die Bereiche waren besonders stark abgeholzt. Auf ökologische Aspekte hat niemand geachtet, weil es war Notzeit und es galt eben einen Plan zu erfüllen. Es waren 15.000 Hektar wirklich Kahlfläche. Die größte Fläche war am Stück 400 Hektar freigeschlagenes Ödland. Wenn Sie das vergleichen mit der heutigen Situation, eine ähnliche Herausforderung. Wie ist das, wenn wir über die Flächengrößen reden? Über welche Fläche reden wir heute, die hier behandelt werden muss, wieder aufgeforstet werden muss im Zweifelsfall? Ja, wir haben diesen traurigen Rekord schon wieder überschritten. Das heißt, das Maß der geschädigten, der abgestorbenen Fläche, der baumfreien Fläche ist mittlerweile schon bei 27.000 Hektar hier im Harz angekommen. Das heißt, wir haben schon ein Vielfaches der sogenannten Engländerhiebe überschritten. Das stellt uns Forstleute hier vor massive Probleme, weil wir gar nicht die Ressourcen haben, innerhalb so schneller Zeit hier wieder einen neuen Wald hinzubekommen. Jetzt hat man das ja, diese Herausforderung auf etwas kleinerer Fläche schon mal gemeistert. Damals gab es die Kulturfrauen, die mit unglaublichem Aufwand diese Flächen wiederbewaldet haben. Manchmal im Nachhinein fragt man sich, teilweise auch etwas vorwurfsvoll, warum haben die das alles mit Fichten vollgepflanzt? Sie haben das nicht gemacht, um uns nachkommenden Generationen sozusagen faule Äpfel in den Korb zu legen oder uns zu ärgern. Nein, sie haben es gut gemeint. Sie wollten, dass wir als Enkel auch wieder ertragreiche Wälder haben. Aber sie hatten schlichtweg keine andere Möglichkeit. Es gab kein anderes Saatgut, keine Buchen, kein Ahorn, keine Lärchen, keine Eichen, die sie hätten auspflanzen können. Die Fichte als der Klassiker, als robuster Baum, der auf Freiflächen, der auf diesen Kahlflächen gut gedeihen kann, frosthart ist, der Sonne aushält, der anspruchslos ist. Die Fichte hat sich selber ausgebreitet, es waren Samenbäume da und man konnte überall in kleinen Pflanzgärten Fichten heranziehen und auf dieses als Saatgut zurückgreifen. Also die Fichte war da, sie war bewährt, sie gehört hier natürlich auch in die Landschaft, aber es gab gar keine Alternative. Wenn man denn andere Baumarten gehabt hätte, hätte man mit Sicherheit mehr Buchen, mehr Eichen oder womöglich auch andere Nadelholzarten wie vielleicht Lärche gepflanzt. Ja. Das waren so. Aber was es damals ja wahrscheinlich auch gab, wir stehen hier auf der Freifläche und wenn wir uns hier umdrehen, dann sehen wir mehrere hundert Vogelbeeren, die hier wachsen. Also natürliche Verjüngung wurde ja dann von der Fichte quasi plattgewachsen. Ne? Die hat keine Chance gehabt, so Vorwaldstadien. Ja. Also das ist sicherlich etwas, was wir heute anders machen würden. Damals hat man in den 50er, 60er Jahren sogar auch noch Vogelbeeren, die hier an unseren Füßen wachsen, Birken, Weiden, als Unkraut gesehen. Man hat sie aus den Fichtenkulturen herausgehackt. Das wäre für uns heute eine Todsünde. Das würde heute natürlich keiner mehr machen. Im Gegenteil, hätte man das damals stehen gelassen, hätte man Augen zugemacht, hätte gesagt, lieber ein bisschen faul sein, hier nicht zu viel machen, hätten wir heute wesentlich mehr Samenbäume an Birken, an Weiden und die Naturverjüngung würde uns helfen. Die Bäume fehlen uns, ganz klar. Ist wahrscheinlich auch nach mehreren hundert Jahren Fichtenwirtschaft auch ein Standort geworden, der für Laubholz gar nicht so, bei der Pflanzung gar nicht so perfekt ist, vermute ich. Auch da ist natürlich die jahrhundertelange Fichtenanbaugeschichte hinderlich. Die Fichte hat eben sehr einseitig hier die Böden ausgelaugt, hat mit ihrer Nadelstreu die Humuswerte verschlechtert, hat zu einer Versauerung beigetragen. Deswegen haben wir auch schon in den 80er Jahren
dieses Walderneuerungsprogramm gestartet, erstmal um die Böden überhaupt wieder zu sanieren, um die zu verbessern, mehr Wasserfähigkeit, mehr Nährstoffe da reinzubringen. Und trotzdem wissen wir aber heute, dass die Laubbäume und viele andere Bäume hier doch gute Chancen haben, weil aus der Luft Tag ein, Tag aus immer noch sehr viel an Stickstoff hier runterkommt. Also wir dürfen die Bäume da nicht unterschätzen. Sie haben hier doch trotz dieser hunderte Jahre Fichtenwirtschaft hier gute Möglichkeiten auch zu wachsen. Wir reden ja darüber, dass wir jetzt eventuell schon die 1,5 reißen demnächst. Wenn man jetzt so in die Zukunft denkt, die Modelle haben da eine weite Spannweite. Geht immer von ganz katastrophal bis wir schaffen es noch irgendwie. Was sind so Ihre größten Hoffnungen und Ihre schlimmsten Befürchtungen, wenn wir jetzt noch mal 60, 70 Jahre in die Zukunft denken? Die größte Sorge ist tatsächlich, dass wir dieses Klimaziel nicht erreichen, dass wir in Bereiche reinkommen, wo unsere heimischen Baumarten wie Buchen, Eichen, Ahorn, dass auch diese Temperaturanstieg nicht mehr schaffen und der Wald sich nicht schnell genug anpassen kann. Dass wir einfach auf Temperaturentwicklungen hinsteuern, die jetzt hier im Harz irgendwann mal wie in Südfrankreich, wie in Mittelmeerregionen dann Normalität sind. Ja, und dann ist natürlich, dann muss man an ganz andere Baumarten denken, die wir uns heute noch gar nicht zu trauen. Sollten wir dann hier vielleicht heute schon mal eine Zeder pflanzen oder eine Schwarzkiefer? Eine Zeder, eine Schwarzkiefer, ja, aber vielleicht nicht eine Palme oder Eukalyptus oder sowas, ja. Aber natürlich muss man auch mutige Entscheidungen treffen. Nur ich brauche hier auch eine Baumart, die im Winter durchaus im Harz mal 2, 3 Monate Schnee, 20 Grad minus, was es durchaus noch gibt, wieder aushält oder sturmfest ist. Das heißt, ich brauche Bäume, die eine sehr breite Amplitude aushalten. Von den kalten Wintern, mit denen ich ja immer noch rechnen muss. Das sagt mir ja keiner, die wird es nie mehr geben. Bis hin zu trockenen Sommern, in denen es lange Zeit nicht regnet. Und deswegen ist unser Suchraum, unser Blick als Forstleute in Regionen, wo gibt es denn schon solches Klima, strenge kalte Winter, aber auch trockene, regenarme Sommer, heiße Sommer vielleicht. Auf welchen Teilen Europas oder der Erde gibt es solches Klima und was wachsen da für Bäume? Und wenn ich die in den Fokus nehme und sage, okay, das sind vielleicht Hoffnungsträger, das ist vielleicht der Wunderbaum, den es jetzt so noch nicht gibt. Aber dann denke ich an Baumarten, die es im Vorderorient gibt oder Orientbuche oder nordamerikanische Baumarten. Vielleicht noch mal ganz kurz. Junge Pflanzen durchbringen, das funktioniert nur, wenn man die Wilddichte unter Kontrolle hält. Jetzt haben wir den Nationalpark angrenzend hier gar nicht weit weg, wo die Strukturen im Nationalpark das Jagen sehr schwierig machen, nahezu unmöglich. Wie sieht das aus? Züchtet der Nationalpark jetzt die Wildbestände, die hier dann diese teuren Aufforstungen gleich wieder eliminieren, oder hat man das einigermaßen unter Kontrolle? Das ist ein ganz großes Thema, das uns auch hier in der Nachbarschaft mit den Kollegen im Nationalpark immer wieder auch sehr beschäftigt. Wie kriegen wir diese neu angepflanzten Bäume hoch? Wie können die hochwachsen, ohne vom Wild aufgefressen zu werden? Dazu muss man sich immer wieder abstimmen, an einen Tisch setzen, jagdmäßig sich genau auch überlegen. Aber es bleibt eine Daueraufgabe. Und wir sehen das mit großer Skepsis, dass wir hier riesige Freiflächen jetzt aufgeforstet haben, Wildäsung und teures Pflanzgut hier in die Erde gebracht haben. Und auf der anderen Seite, wie Sie es geschildert haben, immer schwierigere Wildbejagungsverhältnisse in ungestörten Wildnisgebieten, wo keine Menschenseele mehr hinkommt, wo die Bejagung nicht mehr so möglich ist, weil die Bestände sind nicht zu betreten aus Unfallgründen. Es gibt keine Erschließung dort mehr. Also das ist eine der Kernaufgaben für uns Forstleute hier im Harz, die Wildfrage in den Griff zu kriegen und auch natürlich die Nachbarschaft dort mit dem Nationalpark. Das bleibt eine ganz marginale Aufgabe, wo wir nur immer wieder hinwirken können, dass wir intensiv jagen und vor allen Dingen auch die Kollegen im Nationalpark auf keinen Fall die Jagd einstellen dürfen. Das wäre der GAU. Wir können eben nicht 50.000 Hektar, 54.000 Hektar Landesforstenfläche sich selbst überlassen. Dann würde sich die Großteil dieser Wälder wieder in einen neuen Fichtenwald verjüngen.
Und dann haben unsere Kinder, unsere Enkelkinder in 50, 80 Jahren das gleiche Problem wieder. Weil es wird wärmer und davon profitiert der Borkenkäfer. Und das ist eine Sackgasse, in die wir die nächsten Generationen nicht hineinlaufen lassen dürfen. Deswegen ist, so schön es sich das anhört, Hilfe, die Natur hilft sich selber und die Natur laufen zu lassen. Das kann ich mir in bestimmten Bereichen erlauben. Ich kann mir das aber nicht auf großer Fläche erlauben, da wo der Wald auch als Wirtschaftsgut die Aufgabe hat, eine Gesellschaft mit dem Rohstoff Holz zu versorgen. Aber wenn ich unter dem Klimawandel weiterdenke und sehe, 2050, 2080 brechen diese dann für den Borkenkäfer attraktiven Fichtenwälder wieder in sich zusammen, ja, dann verzögere ich diesen ganzen Prozess, hier klimaangepasste Wälder hinzubekommen, auf Jahrhunderte. Wir haben nicht mehr die Ausgangsbestände. Wir haben nicht mehr eine naturbelassene Landschaft. Das ist hochgradig eine menschlich geprägte Industrielandschaft gewesen. So. Und da ausgerechnet einen Nationalpark zu etablieren und zu sagen, da lassen wir jetzt laufen, wir machen eine Pufferzone, die schützt, ummantelt alles ab. Und sich selber Fesseln anzulegen und zu sagen, wir dürfen hier gar nicht bekämpfen, wir dürfen nicht eingreifen. Das ist ja Gesetz des Nationalparks. Halte ich rückblickend, und ich habe es auch damals schon nicht verstanden, aber halte ich für einen Fehler. Aber ob das Szenario, was wir jetzt hier sehen, ohne Nationalpark vielleicht auch gekommen wäre, das ist jetzt Spekulation. Wo ich hier gerade zufällig noch so einen großen Haufen Rinde hier vor mir habe, und das liegt in diesem Fall daran, dass hier bis vor wenigen Tagen noch eine Seilkrananlage gestanden hat, die tote Bäume hier den Hang hochgeholt hat, um sie aufzuarbeiten. Können wir uns noch mal ganz kurz angucken, was eigentlich der Borkenkäfer macht. Von außen ist es gar nicht so leicht zu erkennen. Also der Förster, der am stehenden Baum den Borkenkäferbefall erkennen will, der braucht ein gutes Fernglas, denn das passiert meistens im oberen Teil unterhalb des Kronenansatzes. Es sind relativ kleine Löcher, die der männliche Borkenkäfer hier bohrt, legt dann unter der Rinde eine Brutkammer an, die sogenannte Rammelkammer. Und das können wir uns noch mal von der anderen Seite ansehen. Und einen Brutgang, in dem dann das Weibchen die Eier ablegt. Und das können durchaus recht viele sein, wenn es viel zu fressen gibt und wenn die Wetterbedingungen stimmen. Borkenkäfer fangen an zu fliegen, wenn es warm genug ist. Und da es immer früher, immer wärmer wird, haben sie eben auch viel mehr Zeit, um mehrere Generationen zu entwickeln. Das Problem am Ende ist, dass die Larven, die in diesen Gängen schlüpfen, quer zur Stammrichtung sich durch den Bast fressen, das heißt knapp unter der Rinde, ernähren die sich, da finden die ihr Brutmaterial und ihre Nahrung und damit stören sie den Assimilatstrom des Baumes. Es ist nicht so, wie es manchmal geglaubt wird, dass das Wasser nicht mehr nach oben transportiert werden kann. Das wird eher im Holz transportiert. Sondern es ist genau andersrum. Die Assimilate, die in der Krone gebildet werden und die eigentlich zur Wurzel transportiert werden müssen, die werden hier gestaut. Es gibt einen Assimilatstau. Diese Assimilate fehlen in der Wurzel. Sie werden eigentlich benötigt, um ein osmotisches Potentialgefälle zum umgebenden Boden aufrechtzuerhalten, sodass die Wurzel Wasser ansaugen kann und auch um die Wurzel zu ernähren. Das heißt also, die Wurzel funktioniert nicht mehr. Und dadurch kommt dann auch kein Wasser mehr nach oben. Und in guten Jahren, wo der Borkenkäfer mehrere Bruten hintereinander haben kann, 3, 4 sogenannte auch Geschwisterbruten, also Parallelbruten, da ist einfach dieses exponentielle Wachstum so groß, dass die umliegenden Bäume keine Chance haben. Also aus einem einzelnen Weibchen werden schnell Millionen von Käfern. Wenige hundert davon würden ausreichen, um so einen Baum letztendlich zum Absterben zu bringen. Ganz gesunde Bäume können sich wehren, eine Zeit lang, durch Harzfluss zum Beispiel. Aber geschwächte Bäume haben eben Probleme, das zu überleben und sind dann wiederum Brutmaterial. Und wenn es erstmal zu viele sind, dann reichen auch keine forstlichen Maßnahmen oder die Entnahme einzelner Bäume mehr. Und dann nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Der Borkenkäfer gehört zum Fichtenwald, ganz natürlich. Schwierig wird es dann eben, wenn Fichtenmonokulturen auf großer Fläche betroffen sind. Und dann sieht es eben auf einen Schlag großflächig sehr schlecht aus. Wie ist das mit dem Zusammenleben zwischen Nationalpark und den umgebenden Forstämtern? Natürlich haben die Entscheidungen, die im Nationalpark getroffen werden, ganz direkte Auswirkungen auf die Nachbarn.
Borkenkäfer, Rehe und Hirsche kennen keine Nationalparkgrenzen und das könnte ein Problem sein. Frau Bauling ist im Nationalpark unter anderem für die Wildbestandsregulierung und den Waldschutz zuständig. Ich bin sehr auf Ihre Sichtweise gespannt und treffe Sie am Oderteich. Was sind denn momentan die größten Herausforderungen für den Nationalpark? Die sind schon erheblich, die ganzen letzten Jahre, insbesondere seit 2018. Der Borkenkäfer geht schneller als unsere Waldentwicklung wir uns vorgestellt haben. Er hat uns praktisch rechts überholt. Und natürlich kommt ja dann was hinterher. Wir haben zum einen machen wir aktive Waldentwicklung, indem wir eben Buchen- oder Laubholzinitiale pflanzen oder aber wie hier an dieser Stelle, wo wir hier stehen, Natur Natur sein lassen, natürliche Entwicklung zulassen. Das läuft mit einer riesen Rasanz ab und wir müssen tatsächlich sehen, dass wir hier den Anschluss in Anführungsstrichen nicht verpassen. In diesem Kontext zusammen gehören auch Fragen Besucherlenkung, Verkehrssicherung, Wildbestandsregulierung, ein Thema, was immer wieder heiß diskutiert wird. Und es entstehen jetzt auch Waldbilder, die erklärt werden müssen, wo wir auch uns mit Dingen auseinandersetzen müssen, wo eigentlich jedes Jahr irgendwas Neues kommt. Neues Thema in den letzten Jahren auch der Waldbrand oder die Waldbrandvorbeugung, was uns beschäftigt. Ja, auch Wegeunterhaltung, das Thema Witterungsextreme, Starkregen, fehlender Schnee. Also das ganze Portfolio, es ist echt was los. Ja, das glaube ich. Und da ist ja auch viel Dynamik, das sehen wir hier auch im Hintergrund. Natur Natur sein lassen heißt, Sie setzen auf natürliche Verjüngung, Sie setzen auf natürliche Regeneration. Und das erfordert natürlich auch Wildtiermanagement, denn ohne Regulierung der Wildbestände funktioniert das mit der natürlichen Verjüngung wahrscheinlich auch nicht so gut. Das ist in der Tat so. Es ist verwunderlich. Viele Menschen fragen, Nationalpark, warum jagt ihr eigentlich? Dafür gibt es gute Gründe. Die sind auch in unseren Nationalparkgesetzen festgeschrieben. Zum einen geht es darum, natürliche Entwicklungen zuzulassen und aber auch die Schäden, die von Wildbeständen, die aus dem Nationalpark kommen, bei den Nachbarn in einem erträglichen Maß zu halten. Ein Aspekt möchte ich gerne noch erwähnen, und zwar sind auch die natürlichen Regulationen für das Wild in der Kulturlandschaft nicht so gegeben. Ich denke da weniger an die Prädatoren. Luchs ist da, Wolf ist am Kommen. Also wir hatten im letzten Jahr auch hier im Oderteich einen Wolfnachweis oder mehrere sogar. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Landschaft zerschnitten ist. Der Harz als Insel umgrenzt von Autobahnen. Normalerweise würde das Wild im Winter aus den Hochlagen in die Flussauen laufen und jetzt sind da Autobahnstädte. Es kann da nicht mehr hin, es muss im Wald bleiben. Und das kommt dann praktisch noch on top zu den besonders guten Bedingungen, was eben dazu führt, dass eben in den Nachbarbetrieben Schaden entsteht. Wir im Nationalpark, die Natur kennt die Begriffe Zeit und Schaden nicht, aber trotzdem gibt es eine Beeinflussung oder eine Wirkung des Wildes auf die Vegetation. Ein paar große Fichten haben den Borkenkäfer überlebt. Hier kommt eine Verjüngung. Wir haben verschiedene alte Bäume. Hier stehen mal ein paar kleinere, dort größere. Es wird sich ein Mosaik entwickeln, wo eben auch Lichträume oder Freiräume sind, wo Begleitbaumarten kommen können, die durchaus zu einem Bergfichtenwald gehören, wie Weidenarten, wie Eberesche. Allerdings hat eben gerade für diese Begleitbaumarten das Wild eine besondere Vorliebe und kann eben, wenn es zu stark da ist, zu einer Entmischung führen und damit eben auch weg von natürlichen Entwicklungen. Wir haben Bereiche, auch hier um den Oderteich herum, da ist 100% Fichte. Und normal geht man davon aus, dass 10-15% tatsächlich Begleitbaumarten sind. Die bleiben nicht bis zum Endbestandesalter, das sind immer Zeitmischungen, aber sie gehen immer wieder in Störungsbereiche, wo der Borkenkäfer mal ein paar Bäume geholt hat, wo der Wind die umgestürzt hat. Dort sind die dann wieder als Pionierbaumarten da und bringen die Dynamik wieder oder den Zyklus wieder in Gang. Wir haben Bereiche, die länger leer bleiben werden. Wir haben aber auch Bereiche, wo mal die Eberesche dominieren wird. Also es wird ein vielgestaltigerer Wald werden, ein bunterer Wald. Johann Friedrich Gmelin, seine Abhandlung über die Wurmtrocknis von 1787 zeigt eigentlich ganz deutlich, dass die Geschichte des Harzes schon immer von Borkenkäfer-Kalamitäten geprägt war, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass auf großen Flächen
nicht standortsgerechte Fichtenmonokulturen gepflanzt wurden, hauptsächlich für den Bergbau. Und hier, wo ich sitze, am Oderteich, hat auch der Bergbau sehr stark die Landschaft geprägt. Und was man hier im Hintergrund natürlich auch sieht, sind diese abgestorbenen Fichten, die hier großflächig vorherrschend waren und zur Holznutzung hier angebaut wurden oder auch natürlich vorkommen. Wir sind hier auf einer Höhenlage von ungefähr 740 Metern. Weiter oben Richtung Brocken, wo es dann so über die 800 Meter geht, da kommen wir in den hochmontanen Bereich. Und da würden wir tatsächlich Fichtenwälder auch erwarten als natürliches Verbreitungsgebiet. Hier jedoch eher in der Mischung mit Buche. 175, 176, 177. 177 Jahre war diese Fichte alt hier, als sie abgeschnitten wurde. Der Förster würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das sieht. Aber so ist das nun mal. Im Hintergrund, auch ganz interessant, ich stehe auf der anderen Seite der Staumauer vom Oderteich. Das heißt, wir blicken hier auf die Rückseite der Staumauer. 1722 fertiggestellt, immer noch ein recht imposantes Bauwerk. Und für sehr, sehr lange Zeit war der Oderteich die größte Talsperre Deutschlands. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Schon lange Zeit vorher wurde das Wasser, was hier oben abgeflossen ist, aus den Moorgebieten in den Bergwerken genutzt, um da die Wasserräder anzutreiben. Ja, aber irgendwann Anfang des 18. Jahrhunderts hat man gesagt, das muss nachhaltiger sein, das darf auch nicht trocken fallen. Das heißt, wir brauchen da mehr Wasserreserven und da hat man dann dieses Bauprojekt hier begonnen. Und wenn man sich diese Staumauer anguckt und auch den Oderteich, der dahinter ist, war das für die damalige Zeit schon eine wirklich gehörige Leistung. Und ich gehe jetzt mal weiter an der Staumauer runter bis unten hin, wo der Abfluss ist. Und dann sind es von hier noch ungefähr 7, 8 Kilometer bis nach St. Andreasberg, wo der Rehberger Graben das Wasser hier im Grunde genommen direkt in die Grube Samson führt. Es wurden allerdings auch andere Bergwerke damit versorgt. Im Augenblick ist das Wasser, was hier abfließt, in der Grube Samson der Antrieb für die Turbinen, die Strom erzeugen, schon seit vielen Jahrzehnten. Ja, hier kommt das Wasser raus, ziemlich laut, ordentlich Zug hinter. Und das Wasser läuft jetzt nicht irgendwo durch die Staumauer, sondern es wird vom See durch einen Ausfluss über alte Rohre bis hierhin geleitet. Und hier kommt es raus. Im Hintergrund geht dann geradeaus der Rehberger Graben, hangparallel auf 700 Meter ungefähr um den Rehberg drumherum nach St. Andreasberg. Das ist eine ordentliche Menge Wasser. Und so konnte man natürlich auch nachhaltig den Bergbau betreiben und war nicht mehr abhängig von Trockenzeiten oder ausreichend Wasser. Die historische Waldentwicklung im Harz ist entscheidend vom Bergbau geprägt worden. Über Jahrhunderte war das die wichtigste Einkommensquelle und der Harz war gewissermaßen das Silicon Valley Deutschlands, das ganz viel Innovationen hervorgebracht hat. Das ist ein wirklich spannendes Thema und ich glaube, es ist an der Zeit, den Harz mal von unten zu betrachten. Ich habe mir dazu eines der ältesten Bergwerke ausgesucht, das man heute noch betreten kann. Die Grube Samson in St. Andreasberg. Ich bin jetzt hier an der Grube Samson, ein Museumsbergwerk, und treffe hier den Leiter, den Christian Barsch. Hallo. Glück auf. Wie ist der Zusammenhang zwischen Bergbau und Forstwirtschaft im Harz? Wie frei war die Forstwirtschaft überhaupt in ihrem Handeln? Und was war da maßgeblich bestimmend für das Bild, das der Wald heute uns hier zeigt? Da hast du schon gesagt, die Förster damals, das waren eher die Unterstellten des Bergbaus. Also wir sind in einer Bergbaulandschaft hier. Der Harz war ein Bergbaugebiet. Die Silbererze waren eben von besonderer Bedeutung. Und um diese
Bergwerke hier betreiben zu können, brauchen wir natürlich viele Ressourcen. Und eine der ganz wichtigen Ressourcen ist eben hier bei uns das Holz gewesen. Holz wurde benötigt für das Abstützen unter Tage der Stollen. Holz wurde aber auch benötigt von den Menschen, die hier gelebt haben. Die haben damit ihre Häuser gebaut, wie wir hier eins sehen. Die haben mit Holz geheizt, die haben mit Holz gekocht früher. Am allermeisten Holz wurde aber benötigt für das Aufschmelzen und Verhütten dieser Erze. Und das haben die gemacht mit Holzkohle. Holzkohle liefert hohe Temperaturen, hat eine hohe Energiedichte. Und deswegen wurden diese Holzkohlemeiler hier zu Tausenden im Jahr abgebrannt. Das heißt, der Harz ist eine Industrielandschaft, eine Kulturlandschaft. Und der Bergbau hat das Aussehen dieser Landschaft massiv verändert. Da sehen wir zum einen natürlich an dem Wald, der natürlich relativ unnatürlich ist im Hinblick auf die Bestockung. Man hat sich da beholfen mit schnell wachsenden Fichten, die zum Teil auch an die Standorte hier im Harz nicht angepasst sind. Zum anderen sieht man es aber auch an der ganzen Hydrologie des Harzes, die ja auch stark beeinflusst ist vom Menschen. Da werden wir jetzt auch unter Tage gleich noch mal sehen, wozu das Wasser gebraucht wurde. Hochspannende Anlagen, hochtechnische Anlagen, damals wahrscheinlich absolut Hightech, nehme ich an. Das Silicon Valley des Bergbaus war hier, wie es dann häufig heißt, zusammen mit den Kollegen im Erzgebirge, galt dieser Bergbau natürlich als sehr, sehr fortschrittlich. Hier wurden bedeutende Erfindungen gemacht. Das Drahtseil wurde hier erfunden, die Fahrkunst, die wir vielleicht gleich noch mal uns anschauen können. Ja, Christian, das ist hier schon mal eine dieser Innovationen. Erstmal bemerkenswert, ich habe hier eine Klappe vor mir und du sagst, wenn wir die aufmachen, geht es hier 800 Meter in die Tiefe. Genau, der Schacht ist heute nicht mehr so tief zu befahren, weil unten eben Wasser steht, das Bergwerk säuft ab. Aber ungefähr 200 Meter geht es hier fast noch runter. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die große Erztonne hängt hier noch vor uns, ne? Die hängt früher an so einer geschmiedeten Eisengliederkette und die sind natürlich extrem schwer. Und es gab immer wieder schlimme Unfälle, wenn diese Ketten dann brachen und die Tonne hier in den Schacht fiel. Und deswegen haben die sich hier im Harz eben überlegt, dass sie diese Ketten ersetzen können durch etwas Leichteres, Stabileres. Und die tolle große Erfindung ist das Drahtseil. Ja. Hier im Oberharz erfunden 1834 zum Beispiel. Auf der anderen Seite sehen wir hier die Fahrkunst, zumindest den Antrieb. Ja. Das ist auch eine Innovation gewesen und du sagtest, die ist sogar noch betriebsbereit. Genau, also die Fahrkunst ist auch eine Erfindung aus dem Harz, weil hier die tiefsten Bergwerke der Welt betrieben wurden und das Ein- und Ausfahren auf den Leitern, auf den Fahrten so lang war, dass die Bergleute vor Erschöpfung da auch durchaus runterfielen. Deswegen haben die dann hier im Harz im Jahr 1833 diese sehr besondere Maschine erfunden. Die Fahrkunst ist also eine Art Ein- und Ausfahrthilfe für die Bergleute. Zwei lange Seiten bewegen sich immer gegenläufig auf und ab. Und an beiden Seiten sind in regelmäßigen Abständen Trittbretter befestigt. Und jedes Mal, wenn diese Maschine nun die Richtung wechselt, können die Bergleute umsteigen auf das Trittbrett der anderen Seite. Sie fahren ein Stückchen runter, wechseln über und dann geht es rauf oder runter. Ja, die zweite Innovation damals und nach wie vor, es sieht ja nicht schlecht aus. Fast so, als wenn man es nochmal anschmeißen könnte gerade, also auch von der Holzqualität. Ja, du hast recht, dieses Wasserrad sieht wirklich noch richtig gut aus. Es ist aber tatsächlich original erhalten aus dem Jahre 1819. Eine große Besonderheit, dass so ein altes Wasserrad hier noch steht und nicht durch Pilze oder Insekten zersetzt worden ist, wie das eben unter Tage im Bergwerk sehr häufig der Fall ist. Hier haben wir die sehr besondere Situation, dass dieses Wasserrad aus irgendeinem Grund, vermutlich eben weil das saure Wasser des Oderteichs, also moorhaltiges Wasser mit einem niedrigen pH-Wert hier rübergelaufen ist, das Wasserrad dann so gut konserviert hat, dass es dann eben auch sanft abgetrocknet ist und deswegen hier noch so schön aussieht. Wenn man das dann alles hier oben hatte, musste es ja irgendwie weitergehen, das musste verhüttet werden. Du hattest vorhin schon gesagt, es war hauptsächlich Holzkohle, die man da zur Verhüttung verwendet hat, die natürlich auch erstmal beschafft werden musste. Wie muss man sich das vorstellen, wie der Harz damals aussah, wenn jetzt hier die ganzen Köhler unterwegs waren und dann noch Hütten waren? Das muss ja wie in der Hölle ausgesehen haben. Ganz genau. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel. Es hat geraucht, gebrannt, gestunken. Es ist eine Industrielandschaft gewesen. Auf vielen alten Stichen sehen wir eben einfach auch, dass dort eben nur die Stuken noch stehen. Der Wald fehlt an vielen Stellen.
Früher wurde immer gesagt, die haben den Harz mehrmals kahl geschlagen. Heute wissen wir, dass das nicht ganz so dramatisch gewesen sein muss. Das Holzproblem ist auch in weiten Teilen ein Transportproblem. Wenn wir nämlich da hinten einen schönen Wald haben, aber wir können keine Straße dahin bauen, dann kriegen wir das schlicht und ergreifend auch nicht abgefahren. Ne? Also das müssen wir auch noch mal so sehen. Heute ist das alles so ein bisschen anders, aber damals war es eben fürchterlich schwierig. Deswegen haben die auch im Mittelalter zum Beispiel das Erz in den Wald zum Holz gefahren, weil es leichter war, eine Fuhre Erz zu bewegen, auch wenn die dann sehr schwer ist, als 10 Fuhren mit Holzkohle, um das Ganze zu verhütten. Aber natürlich funktioniert dieses Geschäftsmodell langfristig ja nur, wenn auch eine nachhaltige Holzmenge da ist. Man wird sich nicht selbst das Wasser abgegraben haben. Von daher war das ja vielleicht zu einem Teil auch die Geburtsstunde einer nachhaltigen Bewirtschaftung, dass man auf die Altersklassen geguckt hat und gesehen hat, dass man auch in 20 Jahren noch genug hat. Ja. Ganz genau. Ne? Und deswegen hieß es früher schon, die Wälder des Harzes seien eine lebendige Schule der Nachhaltigkeit. Und die erste Forstschule, die in Deutschland gegründet wurde, hieß auch tatsächlich Schule der Nachhaltigkeit, wurde um 1765 in Ilsenburg im Ostharz gegründet. Also hier haben sich die Forstleute schon und auch die Bergleute schon sehr, sehr früh Gedanken gemacht, dass Holz immer wichtiger wurde und dass es eben dauerhaft verfügbar sein muss. Und dieses Generationendenken, was uns Forstleuten ja auch so sehr eigen ist und das Planen in die Zukunft und die Verantwortung gegenüber nachkommenden Generationen, ist etwas sehr, sehr Typisches, weil auch der Bergbau eigentlich in sehr, sehr langen Zeiträumen unterwegs gewesen ist. Klar. Gedanklich, aber auch baulich. Gut, das sieht hier nach Biodiversität unter Tage aus. Ja, Christian. schön ausgedrückt. Na klar, hier sehen wir, was passiert. Die Pilze zersetzen das Holz. Das ist deren Job. Das machen die auch über Tage natürlich. Hier sind wir natürlich nicht so richtig glücklich, weil wir nehmen dieses Holz hier zum Abstützen. Das ist das Phänomen, was die Bergleute früher natürlich auch schon kannten und nicht sehr geliebt haben, weil das Holz wird natürlich irgendwann morsch und dann müssen wir das austauschen. Und da ist dann auch der wirklich große Holzbedarf zu erklären, den es im Bergbau gibt. Wenn wir uns mal überlegen, dass es 4.600 Tagesöffnungen im Harz gibt. Also die haben 4.600 Stellen nach unten gebohrt. Es gibt hunderte von Bergwerken, es gibt hunderte von Kilometern Strecke und ein Großteil davon muss in Holz ausgebaut und dauerhaft unterhalten werden. Und welche Baumart haben die verwendet? Ja, natürlich die Fichte, weil das langfasige Fichtenholz natürlich eine Warnfunktion hat, weil es elastisch ist und knackt. Und deswegen haben die Bergleute diese Warnfunktion natürlich selber geschätzt. Die Fichte spricht, bevor sie bricht. Das ist das, was wir unseren Gästen hier immer gerne beibringen. Also die Warnfunktion ist wichtig. Ja, Wahnsinn. Genau. Aber Bergbau geht noch größer. Eines der berühmtesten Bergwerke im Harz ist der Rammelsberg in Goslar, der heute auch Teil des Weltkulturerbes ist. Hier wurde über fast 3 Jahrtausende der Berg durchlöchert, um Silber- und Kupfererz zu gewinnen. Und das hatte drastische Folgen für den Harz. Ich bin hier am Rammelsberg, ein großes Bergwerk, das hier den Harz geprägt hat, mit dem Herrn Wetzel, Dr. Wetzel, Historiker. Und das ist natürlich genau der richtige Mensch, den wir hier befragen können, wie das Ganze oberirdisch und unterirdisch zusammenhängt. Herr Wetzel, Bergbau und Wald, das gehört hier zusammen, das kann man nicht voneinander trennen. Bergbau und Wald gehört ganz knallhart zusammen. Es ist über Tage, unter Tage, also zum einen für den Ausbau, also dass das ganze Bergwerk hält, dass uns die Stollen nicht zusammengebrochen sind, für den Abbau, Feuer setzen, also um das Erz zu gewinnen, aber auch über Tage. Wir wollen das Erz musste ja weiterverarbeitet werden, das musste erst entschwefelt werden, das wurde geröstet. Dazu wurde das Holz zu Holzkohle verarbeitet, um dann im Prinzip wie auf einem Rost zu entschwefeln. Dabei zogen schon immer lange Rauchfahnen in die Wälder rein. Auch damals haben schon die Forstleute vor 200, 300 Jahren gesehen, dass da irgendwas passiert, was auf Dauer nicht gut ist. Saurer Regen oder auch so, dass die Nadeln von den Bäumen abfielen oder die Blätter sich irgendwie verändert haben. Und dann natürlich letztendlich zur Verhüttung.
Ja. weil wir brauchten die Holzkohle da als Brennstoff. Das heißt, das ganze Produktionssystem hätte nicht funktioniert ohne nachhaltige Holzmengen, die hier produziert werden. Und die Forstwirtschaft war im Grunde genommen auch nicht besonders frei in ihren Entscheidungen, sondern das war der Rohstoff, der hier einfach absolut benötigt wurde, sonst wäre hier nichts gelaufen. So, und das gucken wir uns jetzt mal unter Tage an. Wir gehen jetzt mal rein in den Berg hier in den Schlund und gucken mal, wo wir da Holz finden und wie das Holz hier verwendet wurde. Über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende. Ja, Herr gucken wir Welzer. mal. Glück Ja. auf. So, Herr Wetzel, hier sind wir an der ersten Station, wo man viel Holz sieht. Wir haben hier dieses Konstruktionsholz, ein riesiges Wasserrad. Sie haben schon gesagt, Lärche und Eiche sind hier verbaut. Das ist im Grunde genommen das Herz, was das Bergwerk antreibt. Jetzt haben Sie schon gesagt, Holz wurde aber auch gebraucht, um das Gestein porös zu machen. Das kann wir man gerne sich mal hier natürlich zeigen. am Gestein Ja. nur angucken, wenn wir jetzt mal hier, Sie hatten gesagt, vor Ort stehen. Vor Ort, genau. Ja. Das Ort im Bergbau, nicht der, sondern das. Ja. Vielleicht ganz kurz Vorgeschichte, wenn Bergleute, man kennt ja Schläge und Eisen, dieses Bergbausymbol. Ja. Wenn hier ein Bergmann gearbeitet hätte im Erz, hätte man so theoretisch einen Vortrieb, also den Abbau von 1 Zentimeter pro Tag gehabt. Und sowas sollte ja immer, war auch ein wirtschaftlicher Betrieb, genau wie heute, sowas sollte natürlich forciert werden. Und dann bediente man sich im Harz einer auch europaweit bekannten Abbaumethode, nämlich das Feuersetzen. Das heißt, Freitag oder Samstag wurde hier ein Holzstoß aufgebaut, der angesteckt worden ist. Und damit auch durch eine gewisse Schichtung nicht nur die Wärmewirkung nach oben hatte, sondern auch in die Flanke, in die Ortsbrust rein. Und die Wärme wirkte ungefähr 30 bis 35 Zentimeter ins Gestein, führte da zur Spannung durch den Metallbestandteil, durch die Wärme-Kälte-Wirkung, die man hat. Und im Prinzip durch eine natürliche Sprengung kam das Erz raus. 30 bis 35 Zentimeter, also das ist eine Wochenleistung. Vorher hatten wir 6 bis 7 Zentimeter. Also es war dann schon ein enormer Fortschritt. Und das wurde Jahrhunderte hindurch angewandt in allen Gruben, die wir hier im Harz haben. Naja, und Aber Fortschritt heißt in dem Fall auch enormer Holzverbrauch. Ganz enormer Das war Holzverbrauch, ja. eine ganze Menge Brennholz, die man hier unter Tage schaffen musste, um das zu bewerkstelligen. Holz, das sich gut sägen lässt und möglichst schnell wächst. Das ist Fichte hier, die hier verbaut ist. Jetzt hatten wir vorhin schon mal kurz gesprochen, ich komme mal mit einem Problem von Übertage. Die große Wurmtrocknis, die den Harz ereilt hat und auch große Borkenkäferkalamitäten in den Jahren und Jahrhunderten davor. Also wir können ja eigentlich sagen, dass das, was wir heute sehen, nicht zum ersten Mal passiert, dass es immer wieder passiert. Und natürlich wusste man, dass die Fichte auf diesen Standorten nicht die beste Baumart ist, aber es wurde eben gebraucht. Jetzt war diese große Wurmtrocknis eine Kalamität, die nicht nur ein paar Jahre gedauert hat, sondern im Grunde genommen waldvernichtend über den ganzen Harz hat sich das gezogen. Und das heißt, das Holz war plötzlich in der Menge ja nicht mehr da. Hat man das dann auch hier unter Tage gemerkt? ja, also man hat das im ganzen Bergbau gemerkt. Also es gibt ja Zahlen, man redet von 30.000 Hektar, die in diesen 20, 25 Jahren durch den Borkenkäfer und dann auch durch Stürme, es gab wohl auch um 1800 hier so eine Sturmsaison, also im Prinzip genau das, was wir heute 220, 230 Jahre später im Harz wieder erleben, so eine lange Trockenperiode, die Borkenkäfer und die schlimmen Stürme. Und das macht sich absolut am Ertrag des Bergwerks bemerkbar. Also man hat wirklich schwankende Produktionszahlen am Erz, weil wir natürlich, wir haben es ja schon gesehen, wir brauchen für den Vortrieb das Holz und wir brauchen es für den Abbau und dann für die weitere Produktion. Und wenn uns natürlich dieser Rohstoff, der diese ganze Produktionskette am Laufen hält, weniger wird natürlich auch das Endergebnis weniger. Also das sind wirklich messbare Schwankungen, Forstbetrieb, Bergbau, das ging einher, das ging Hand in Hand. Der Harz lebt auch vom Tourismus. Aber wie geht es dem Tourismussektor, nachdem der dunkle Fichtenwald weg ist und der Harztourist plötzlich vor großen Kahlflächen steht? Ich mache eine kurze Pause am Polsterberger Hubhaus, bei dem ich mit der Wirtin Frau Engel sprechen kann.
um Sie rum, das hören wir, kreischen die Motorsägen. Im Augenblick ist noch Baustelle. Sie leben ja vom Tourismus. Was hat die derzeitige Situation mit dem Tourismus gemacht? Kommen noch Leute? Und der Waldumbau, der geht ja schon seit fast 2 Jahren. Wir sind natürlich beeinträchtigt dadurch. Durch die Bauphase alleine sind ja auch die Wanderwege und auch die Forstwege stark beeinträchtigt, teilweise auch gesperrt. Das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich auch Einbußen hatten. Aber jetzt ist das ja alles vorbei. Der Umbau ist fast abgeschlossen, beziehungsweise die Bäume sind entfernt. Und das führt dazu, dass die Touristen zwar da sind, die möchten natürlich sehen, wie sieht das jetzt aus? Und sind dann sehr schockiert. Also ich muss hier sehr viel pflegerische Arbeit leisten, indem ich sage, also ich muss trösten und sagen, also die Bäume, die werden natürlich wieder aufgeforstet. Im Moment ist es ein bisschen Sightseeing. Wie sieht das eigentlich wirklich aus? Die Menschen vermissen aber den Wald sehr. Der Schutz des Waldes, der fehlt ja auch. Zum Beispiel, wenn es heiße Sommertage sind, sind ja viele in den Wald gegangen, um sich da auch ein bisschen zu erholen, durchatmen zu können. Jetzt laufen die Menschen durch eine karge Landschaft und ich denke, das könnte schon dazu führen, dass wir in Zukunft nicht so viel Wanderer haben. Andererseits gebe ich aber die Hoffnung nicht auf und denke, die Landschaft ist natürlich immer noch schön, erholt sich. Die Topografie ist jetzt besser zu erkennen. Das sind ja auch Pluspunkte in dem Ganzen. Ja. Direkt im Hintergrund vom Biergarten aus zu sehen, nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Die Forstwirte sind gerade hier dabei, motormanuell noch die letzten grünen Fichten zu ernten, beziehungsweise die vom Borkenkäfer befallenen Fichten hier so schnell wie möglich rauszukriegen, weil dahinter noch grüner Fichtenwald steht. Wie lange, das wird sich zeigen. Je größer die Flächen werden, die hier befallen sind, desto überforderter sind natürlich die Forstwirte, die das Ganze irgendwie managen müssen. Es geht darum die Frage Verkehrssicherung, es geht um die Frage, wo muss aufgeforstet werden, es geht um die Frage, wo werden eventuell auch tote Bäume stehen gelassen. Und je größer die Fläche wird, bei gleicher Anzahl von Leuten, desto wichtiger wird Fernerkundung und GIS. Im Nordwestharz, Forstamt Seesen und so, bei uns auch noch 3 Förstereien, da gibt es natürlich noch jede Menge intakte Fichte, aber ja, es ist halt, also das hatten wir vorhin nicht gesagt, auch diese Entscheidung, dass wir uns zurückziehen, ist natürlich so die Quadratur des Kreises. Immer wenn wir gesagt haben, wir machen nicht mehr diese großen Freiflächen, sondern lassen was stehen, war das natürlich ein Bruch im Forstschutz. Also das war für uns immer ganz klar, wenn wir sagen, wir lassen stehen, aus den vorhin genannten Gründen, heißt das, wir produzieren Milliarden von Käfern, die uns dann in den Bereichen, wo wir noch aktiven Forstschutz machen, natürlich Riesenprobleme machen. Ja, dieser Sommer hat auch noch mal ganz deutlich gezeigt, wie groß die Brandgefahr eigentlich wirklich hier ist. Im Hintergrund sehen wir hier diese Totholzhalden. Hier standen mal zwischen 400 und 600 Kubikmeter Holz, die jetzt hier am Boden liegen. Und im Hintergrund auf der Kuppe könnt ihr eine Brandfläche sehen. Es hat dieses Jahr mehrfach im Harz gebrannt. Auch wenn dieser Brand am Ende doch etwas kleiner war als am Anfang angenommen, zeigt uns das, dass Brandschutz im Harz ein ganz großes Thema für die nächsten Jahrzehnte sein wird. Die Feuerwehr hat kaum eine Chance, dieses Gelände hier zu erschließen oder zu betreten. Und in diesem Fall wurden Löschflugzeuge aus Italien angefordert, um zu helfen, diesen Brand zu löschen. Am Hang des Brockens breitet sich erneut ein Großfeuer aus. Nach Angaben des Landkreises Harz steht eine Fläche von 1,5 Quadratkilometern in Flammen. In dem unwegsamen Gelände sind die Löscharbeiten kompliziert. Die Feuerwehr wird deshalb aus der Luft unterstützt. Durch die vielen abgestorbenen Fichten in der Region kann sich das Feuer schnell ausbreiten. Die Brandursache ist unklar.
Ich habe diesen Sommer mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen auf meinen Harzreisen, sehr viele verschiedene Meinungen gehört. Ich fand es ganz spannend. Es ist natürlich nicht umfänglich und das Ganze ist auch kein wissenschaftlicher Beitrag. Was wir gelernt haben, ist, dass der Harz eine ganz stark durch den Menschen geprägte Kulturlandschaft ist. Über die Jahrhunderte war da der Bergbau, es waren die Folgen des Zweiten Weltkriegs, die diese Landschaft ganz stark beeinflusst haben und natürlich auch Mitursache dafür sind, wie es hier heute aussieht. Heute kommt der Klimawandel noch dazu und verschärft die gesamte Situation. Das, was wir heute sehen, sind Folgen von Dürreperioden, Dürrejahren, so wie wir es auch diesen Sommer schon hatten. Große Borkenkäferkalamitäten, die allerdings auch nicht zum ersten Mal auftreten, aber hier jetzt eine Größenordnung erreicht haben, die natürlich einzigartig ist. Ja, die Förster versuchen bereits seit den 1980er Jahren, den Wald anzupassen, klimastabiler zu machen. Welchen Wald wir aber hier in 80 oder 100 oder 150 Jahren vorfinden werden, das hängt ganz stark von dem weiteren Verlauf des Klimawandels ab, aber auch von extremen Wetterereignissen wie Dürrejahren, Trockenperioden oder eben Stürmen. Eins ist klar, die Natur wird sich anpassen, mit oder ohne unser Zutun.